Hallo, mein Name ist Sandra Groß und ich stelle euch in diesem Video zwei Heilmethoden vor. Die Biofeldtherapie und die Lebenstransfertherapie. Beide Heilmethoden sind nicht invasiv und arbeiten mit dem Energiekörper eines Klienten. Sie beruhen auf dem Prinzip der Ferndiagnose und Fernregulation und auf dem Prinzip der Quantenverschränkung. Die Biofeldtherapie und die Lebenstransfertherapie arbeiten mit dem Energiekörper eines Klienten. Der Energiekörper wird positiv beeinflusst, indem Krankheitsinformationen und Informationsstörungen im Bewusstsein und Unterbewusstsein des Klienten aufgelöst werden. Der Energiekörper des Menschen beeinflusst positiv den materiellen Körper des Menschen. Ich bin keine Ärztin und die Regulationen sind von der Krankenkasse nicht anerkannt. Ich bin Mitglied bei der Gesellschaft für biophysikalische Medizin in Deutschland und dort als Therapeutin auf deren Liste geführt. Für die Diagnose teste ich an einer eingetrockneten Blutprobe des Klienten. Ich kann beispielsweise folgende Belastungsfaktoren feststellen: Umweltbelastungen durch Elektrosmog oder Schadstoffe. Ich stelle fest, ob jemand Allergien oder Intoleranzen hat. Belastungsfaktoren von Organen. Ich kann Medikamente auf deren Verträglichkeit und Priorität überprüfen. Ich untersuche Entzündungsprozesse auf deren Ursache und deren Lokalisierung im Körper. Ich kann feststellen, ob jemand einen Mangel an Mineralien und Vitaminen hat und vieles mehr. Das Besondere ist, dass diese Tests an der Blutprobe des Klienten dieselben Ergebnisse liefert wie direkt am Körper des Klienten. Das bedeutet, dass die Blutprobe alle Informationen über den Organismus des Klienten enthält. Der Lebenstransfer legt zudem den Schwerpunkt auf die Stärkung eurer Selbstheilungskräfte und wieder in Verbindung mit eurem ursprünglichen Lebensplan zu kommen, also dem, was ihr euch für dieses Leben vorgenommen habt und dieses in vollen Zügen zu genießen. Jetzt zeige ich euch einen Teil davon, wie ich für die Biofeldtherapie teste. Das ist mein Horizontaldipol, das ist mein Instrument. Das hier ist eine Blutprobe von einer Klientin, die hat Darmprobleme. Und das sind Testampullen, also Informationsröhrchen. Da sind nicht wirklich zum Beispiel Schadstoff Aluminium drin, sondern nur die Information über Aluminium. Aber da kann ich feststellen, ob die Blutprobe mit diesen Informationen korreliert oder nicht. Wie gesagt, diese Patientin hatte hat Darmprobleme und ich schaue jetzt, hier auf dem Röhrchen steht Mikroben, ob diese Patientin Mikroben hat. Und ich halte es nur so hin, der Dipol bleibt stehen, da schwingt nichts und das bedeutet Befund. Jetzt schaue ich, womit korreliert das? Als erstes gucke ich, hat die Klientin Parasiten? Das bleibt stehen, also keine Parasiten. Bei Korrelation würde es schwingen. Jetzt schaue ich, hat die Patientin Pilze? Und ich sehe, es schwingt. Also wir wissen jetzt, das sind Mikroben und zwar Pilze. Jetzt lege ich die erste Pilzsorte dazu, den Schimmelpilz Aspergillus niger. Und das schwingt nicht, das ist es nicht. Die nächste Pilzart ist Candida und da schwingt es. Also ich weiß, diese Patientin hat jetzt Darmprobleme, weil sie Candida hat. Im Vornherein zu diesem Video habe ich die Therapie schon ausgetestet. Das geht dann genau so, wie ich das gezeigt habe. Entweder schwingt der Pendel oder nicht. Ja, nein Antworten. Ich tue das mal hier weg. Ich behalte die Candida hier und nehme noch dazu Zellgedächtnis. Das heißt, die Mikroben werden auch aus dem Zellgedächtnis gelöscht. Innere Konflikte hat diese Patientin. Und ich brauche noch einen Schadstoff Phenylquecksilber. Ich schaue nochmal, ob das alles zusammenpasst. Wenn es korreliert, dann schwingt es. Ja, jetzt kann ich mit Schwingen über der Blutprobe feststellen, ob die Therapie vollständig ist. Ja. Hat sie Priorität? Ich habe es jetzt ganz reingeschoben. Ja. Und schwingt diese Therapie +8
Ich habe eine Abstufung von +1 bis +8 und es schwingt über der Blutprobe, ohne dass ich was tue. Und hier, das ist mein Therapiegerät. Jetzt wird die Information auf die Blutprobe von der Therapie bespielt. Das heißt, ich lege diese Blutprobe in das Gerät, das ist ein Octaquant, und alle diese Röhrchen hier rein. Und jetzt läuft diese Therapie und diese Candida-Pilze werden ausgeleitet. Man kann dann nochmal drüber gehen und testen, ob es läuft. Und da seht ihr, das schwingt, das Programm hat gestartet. Das war ein Beispiel für die Biofeld-Therapie. Jetzt zeige ich euch den Lebenstransfer. Auch hier ist es nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was ich tun kann, testen kann und wie das Ganze funktioniert, genau wie beim Biofeld-Test zuvor. Auf dem Testbrett liegt die Blutprobe einer Klientin, die hat Rheuma. Das sind chronische Beschwerden und da würde ich jetzt abfragen, ob ich ein Selbstheilungsprogramm benutzen kann. Das heißt, ich schaue erstmal, ob ich eine Verbindung zu dieser Klientin habe, zu dieser Blutprobe. Das habe ich. Und jetzt frage ich ab, ist eine Lebenstransfertherapie erlaubt? Darf ich diagnostizieren? Ich behandle und teste und diagnostiziere nur auf Anfrage von Klienten. Als nächstes frage ich, ist eine Selbstheilungstherapie erlaubt? Ja. Jetzt frage ich, brauche ich das persönliche Mandala? Ja. Das persönliche Mandala ist ein Mandala, ein Bild. Im Lebenstransfer arbeitet man mit Mandalas, was auf der Fibonacci-Zahlenreihe beruht. Und ich zeige das mal, das ist hier ein Therapiemandala, Heilung zulassen. Anstatt mit den Teströhrchen. Ansonsten funktioniert alles genau gleich. Das heißt, ich habe das schon vorher ausgetestet, dass ich die Selbstheilungstherapie brauche. Und man testet dann, so wie ich es gerade gezeigt habe, brauche ich das persönliche Mandala? Ja, nein. Frage ich halt ab, welche Therapiemandalas und welche Organmandalas ich brauche. Und hier habe ich für diese Klientin 4 Mandalas ausgetestet. Also es gibt Therapiemandalas, Organmandalas und persönliche Mandalas. Die persönlichen Mandalas sprechen den inneren Arzt der Klientin direkt an und sorgen dafür, dass die Heilung störungsfrei abläuft. Hier habe ich jetzt ein Päckchen in der richtigen Reihenfolge ausgetestet und dann nehme ich das Therapiegerät, in diesem Falle den Lebenstransfer. Das ist ein anderes Gerät zu dem, was ich eben gezeigt habe. Ich habe verschiedene Geräte. Da kommt die Blutprobe der Klientin rein, plus diese 4 Mandalas, die ich zuvor ausgetestet habe, und lege diese mit Bild auf die Blutprobe. Jetzt mache ich dasselbe wie eben beim Biofeld. Ich gucke, hat diese Therapie Priorität? Ja, habe ich. Mit einer anderen Einstellung frage ich, ist sie vollständig? Ja. Dann frage ich, ist die +8? Also ist die positive Abstufung dieser Therapie für diese Person +8? Ja, ist sie. Und jetzt muss ich noch die Therapiezeit abfragen. Die ist pro Behandlung und pro Klient unterschiedlich. Also darf ich die optimale Therapiezeit abfragen? In Stunden, da bleibt stehen, in Tagen, also in Tagen. Beträgt die optimale Therapiezeit 1 Tag oder mehr, 2 Tage oder mehr, 3 Tage oder mehr, 4 Tage oder mehr, 5 Tage oder mehr, 6 Tage oder mehr, 7 Tage oder mehr, 8 Tage oder mehr. Mehr als 7 Tage beträgt die optimale Therapiezeit 7 Tage. Okay, jetzt schließe ich den Lebenstransfer und das Programm startet. Und ich würde mir aufschreiben, dass es 7 Tage dauert und dann werde ich das Programm beenden. Also das Programm ist dann beendet, aber ich hole die Blutprobe wieder aus dem Gerät. Zu mir kommen Klienten aller Altersgruppen. Auch Tiere kann ich behandeln. Da gelten die Prinzipien genauso. Die Klienten, die zu mir kommen, wollen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden verbessern. Und ich freue mich, wenn ich sie dabei unterstützen kann, ihre Lebensqualität zu erhöhen. Wenn ihr mehr über die Biofeldtherapie und den Lebenstransfer erfahren wollt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ihr findet meine Webseite, meine Kontaktdaten und weiterführende Informationen unter diesem Video.
Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.